Höxter, vor einigen Jahren erlebten Sie eine Nahtoderfahrung. Wie kam es dazu? Was war die Vorgeschichte? Im September 2013 reiste ich für unbestimmte Zeit zusammen mit meiner Lebenspartnerin nach Südostasien aus. Wir waren in Thailand angekommen. Schon nach kurzer Zeit spürte ich etwas auf mich zukommen. Eine Woche später in Bangkok erteilte ich die letzte Yoga-Lektion in einem Hotel, die von einem Ärzte-Ehepaar organisiert wurde, die ich aus der Schweiz kenne. Von Beruf bin ich Yogalehrer. Ja. Und nach dieser Yoga-Lektion spürte ich immer mehr diese Schmerzen. Ich war auch schon eingeschränkt in den ganzen Bewegungsabläufen. Und doch, wir reisten weiter Richtung Norden, Richtung Chiang Mai. Dann noch nördlicher in Chiang Rai besuchte ich das erste Spital. Infolge der Schmerzen, die Sie hatten. Genau. Und da wurde mir eine Physiotherapie verordnet. Also die Gelenkschmerzen wurden noch nicht als das erkannt, wie später dann. Und dann langsam wurde es eng, das Visa ist abgelaufen und wir gingen weiter bis an die Grenze zum Mekong und überquerten mit einem Boot die Grenze nach Laos. In Laos angekommen, die Schmerzen wurden immer mehr und wir wollten dann weiterreisen in die Urwaldstadt Luang Prabang. Haben wir auch gemacht. Nach einigen Tagen starteten wir, das war eine zweitägige Bootsreise durch wunderbare Landschaft, den Mekong runter bis nach Luang Prabang. In Luang Prabang begann diese Leidensgeschichte, grenzenlos zu werden. Schon am nächsten Tag besuchte ich dort wieder ein Spital, ein Provinzspital, und da wurde mir das Blut getestet. In der Zwischenzeit, ich konnte kaum mehr gehen, ich hatte Lymphdrüseninfektionen an beiden Leisten und gegen diese Gelenkschmerzen hatten sie keine Medikamente. Es wurde ziemlich schnell Polyarthritis diagnostiziert und es wurde mir geraten, so schnell wie möglich nach Thailand zurückzufliegen. In Bangkok, am Ausgang, da war ein Schalter vom Bangkok International Hospital. Und da, nach kurzer Angabe meiner Personalien, ging es sofort weiter per Taxi ins Bangkok Hospital. Das war vielleicht eine Viertelstunde Fahrt. Und dort angekommen ging alles sehr schnell. Nach einer Aufnahme auf dem Rollstuhl, ich hatte keine Kräfte mehr, ich konnte nicht mehr die Füße selber auf die Fußablage des Rollstuhls legen. Dann wurde mir Blut abgenommen und gleich im Labor nebenan getestet. Das bedingt eine kurze Wartezeit von knapp einer Stunde. Und auf einem Schragen liegend diese Zeit, die kam mir unheimlich lange vor. Das war unglaublich, diese Schmerzen. Und dann kam der Arzt und informierte mich über die Ergebnisse, die Blutwerte. Und er hat gesagt, dass meine Entzündungswerte sehr hohe Werte angenommen haben und er nicht wisse, wie ich reagieren werde, wenn er mir jetzt Cortison direkt ins Blut spritzen werde. Ich willigte ein und
Es wurde gemacht und schon nach wenigen Stunden spürte ich merklich eine Besserung. Die Lebenspartnerin organisierte auch ein Hotel in der Nähe des Spitals. Und wir sind dann am Abend dorthin gefahren. Es ist ein gutes Hotel und haben dort ein Zimmer bezogen im 19. Stock. Also Sie hatten nach dieser Behandlung unmittelbar eine Verbesserung der Gesamtverfassung. Ja. Ich hatte wohl noch Schmerzen, aber diese Schmerzen, das war gut wieder auszuhalten und wurden immer weniger. Und ich hatte Freude, ich konnte schon wieder ein bisschen besser sitzen. Und ich staunte, ich war im Zimmer und bewunderte die Skyline von Bangkok. Und schon bald begann meine große Reise. Es war circa 21 Uhr, als ich mich aufs Bett legte. Ich schloss die Augen und erblickte unmittelbar ein wundervolles Licht. Das war zuerst klein, wurde immer größer, sehr sanft, anmutend. Es ist mit nichts zu vergleichen, nicht mit irgendwelchem Lampenlicht oder es war nicht grell und es wurde in der Form wie zu einer Sichel. Ich sah dieses Licht und ich spürte, wie ich angezogen wurde, wie von einem starken Magnet. Und alles passierte wie gleichzeitig. Ich spürte eine große Schwere, eine große Last von mir abfallen. Zeit und Raum lösten sich auf und mein Bewusstsein begann sich ins Unendliche auszuweiten. Ich kam an in diesem Licht. Ich wurde zu diesem Licht. Immer mehr. Ich war eingebettet in Dankbarkeit, in einer Geborgenheit, umgeben von Liebe, von einer nie dagewesenen Schönheit. Es gibt keine Worte, die mir zur Verfügung stehen, das zu beschreiben. Es war wie wenn ich jetzt mir überlege, wie war das oder wie fühlt sich das an? Es gab nicht im Ansatz irgendetwas, was in diesem Licht zu einer Frage hätte werden können. Es war alles klar. Es war alles gut. Sehr gut. Haben Sie das Gefühl, dass Sie sich in diesem Zustand außerhalb des Körpers befunden haben? Ja. Ich spürte diese Schwere abfallen, diese Last. Und ich war weg vom Körper. Ich war nur Bewusstsein und dieses Bewusstsein begann sich ins Unendliche auszuweiten. Jetzt angekommen in diesem Licht, es war sehr vertrauensvoll. Es war nicht in einer Form von Unklarheit. Es war eine Ganzheitlichkeit, eine göttliche Vollkommenheit.
Was waren die Nachwirkungen dieser Nahtoderfahrungen? Also zuerst habe ich mir natürlich auch die Frage gestellt, wie konnte das dazu kommen? Und so spürte ich immer mehr eine Aufgabe, die ich noch habe, die mich wieder zurückgeführt hat auf diese Erde. Und auch erfahren habe, wie sehr nahe der Tod manchmal bei uns Menschen ist, wie schnell er eintreten kann, aber auch wie lange das er auf sich warten lassen kann. Und es wurde alles sehr viel intensiver. Ich denke, dass ich auch toleranter geworden bin, etwas beugsamer, sprich demütiger. Und natürlich jetzt ist alles auch hier sehr intensiv. Ich erlebe die Mitmenschen, die ganze Natur, die Schöpfung sehr, sehr intensiv. Viel intensiver als vor dieser Nahtoderfahrung. Herr Eugster, wenn Ihnen jemand sagen würde, diese Lichterfahrung, das sei doch sicher nur ein Traum gewesen, was würden Sie antworten? Träume habe ich schon viele erlebt. Nahtoderfahrung hingegen habe ich nur eine gemacht. Und wenn ich das vergleiche, ist das etwa dasselbe, wie wenn ich das Leben und den Tod miteinander vergleichen würde. Wir Menschen, und das hatte ich früher auch zum Teil, dass es sehr wichtig war für mich, alles zu beweisen, zu erklären, was die Realität ist. Ich denke, um das zu verstehen und diese Nahtoderfahrung als etwas ganz Besonderes, etwas Wunderbares zu verstehen, zu betrachten, glaube ich, dass es wichtig ist, die Realität, in der wir leben, nicht nur mit unseren Sinnen, diese Realität zu betrachten, sonst schließen wir alle übersinnlichen, die außersinnlichen Realitäten aus. Herr Eugster, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen.